Es ist wieder da. Das Lineal ist wieder in Microsoft Whiteboard verfügbar. Wie du damit arbeiten kannst und vor allen Dingen, wie du es auch in anderen Winkeln als 45 Grad benutzen kannst, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Michael Neubert, ich bin Moderator und Moderationstrainer und ich möchte, dass für dich Workshop-Moderation einfach wird. Egal, ob du in Präsenzform moderierst oder online, zum Beispiel mit dem Microsoft Whiteboard. Das Lineal in Microsoft Whiteboard hast du vielleicht schon selbst entdeckt. Es taucht jetzt hier neben der Auswahl der Stifte auf, wenn du in den Zeichenmodus gehst. Alternativ kannst du auch, egal wo du gerade bist, auf der Tastatur auf Alt und R drücken, um das Lineal ein- und wieder auszuschalten. Und wie du siehst, erscheint das Lineal jetzt um 45 Grad gedreht und du kannst das nicht ändern, indem du mit der Maus darauf klickst. Wenn du jetzt nicht dein gesamtes Whiteboard um 45 Grad gedreht aufbauen möchtest, dann hast du genau 3 Möglichkeiten, um die Drehung des Lineals zu ändern. Die Möglichkeit 1, wenn du mit einem PC und einer Maus arbeitest, dann gehst du mit dem Mauszeiger irgendwo auf das Lineal, nicht klicken und kannst dann mit dem Rädchen hier, mit dem Scrollrädchen, drehen, um die Gradzahl des Lineals zu verändern. Dabei ist immer der Mauszeiger der Dreh- und Angelpunkt, das heißt, darum dreht sich dann das Lineal. Die zweite Möglichkeit nimmst du dann, wenn du ein Touchscreen benutzt, zum Beispiel ein iPad. Hier berührst du einfach mit 2 Fingern gleichzeitig das Lineal und kannst es dann so drehen, wie du es gerne haben möchtest. Die dritte Möglichkeit hilft dir dann, wenn zum Beispiel deine PC-Maus nicht so ein Rädchen hat oder du auf einem Touchscreen mit einem Stift arbeiten musst und die 2 Finger so nicht helfen. Dazu musst du zunächst mal das Lineal aktivieren. Das machst du auf der Tastatur mit der Tab-Taste. Die musst du jetzt so oft drücken, bis das Lineal aktiv ist. Das erkennst du daran, dass es einen blauen oder schwarzen dicken Rand bekommt. Wenn das Lineal aktiv ist, dann kannst du mit der Alt-Taste und der Pfeiltaste nach links oder rechts die Gradzahl in Schritten erhöhen. Wenn du kleinere Schritte brauchst als 15 Grad, drückst du gleichzeitig mit der Alt-Taste noch die Umstelltaste oder Großbuchstabentaste und den Pfeil nach links oder rechts. Und jetzt kannst du dein Lineal in ganz kleinen Schritten von 1 Grad drehen. Wenn du das Lineal jetzt noch in die richtige Position geschoben hast, ist das Zeichnen damit ganz einfach. Du nimmst einfach irgendeinen Stift oder den Textmarker, fährst am Lineal entlang und schon entsteht ein schöner gerader Strich genau an der Kante des Lineals. Dabei brauchst du die Kante des Lineals gar nicht so genau treffen und es funktioniert trotzdem. So einfach geht das Lineal. Wenn du noch die ersten Schritte auf Microsoft Whiteboard unternimmst, dann empfehle ich dir dieses Video. Was du wissen musst, um deine eigenen Workshops auf dem Microsoft Whiteboard zu moderieren, das zeige ich in diesem Video. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Whiteboard und bei dem Lineal.